Hey Adrenalin-Junkies, willkommen bei Polizei Halt. Heute tauchen wir ein in die Welt der Zweiradfluchten. Heulende Motoren, wilde Verfolgungsjagden und pures Chaos auf den Straßen. Schaut bis zum Ende, denn der Adrenalinpegel lässt in diesem Video niemals nach. Once we get closer. He's got the knife in his back pocket. He's got the knife in his back pocket. Am Nachmittag des 9. März 2025 kam es im Chinatown International District von Seattle zu einem Vorfall, der die Ruhe störte. Ein 44-jähriger Mann stach ohne Grund und unerwartet auf einen 40-jährigen ein, der sich ihm von hinten näherte. Der Angriff, bei dem das Opfer durch Stiche in den Bauch schwer verletzt wurde, löste in der Umgebung große Panik aus. Der Verletzte versuchte, den Angreifer zu verfolgen, konnte ihn jedoch nicht einholen, da dieser schnell auf ein Fahrrad sprang und vom Tatort floh. Polizei und Rettungskräfte, die kurz darauf am Tatort eintrafen, leisteten dem Opfer erste Hilfe. Nach der Notfallversorgung durch die Feuerwehr von Seattle wurde der Mann schwer verletzt ins Harborview Medical Center gebracht. Unterdessen nahmen Polizeikräfte die Verfolgung des Angreifers auf und leiteten eine Suchaktion an verschiedenen Orten der Stadt ein. We have 390 units with us. Give us here. Die Polizeibeamten konnten den Mann mit einer schnellen Aktion innerhalb kurzer Zeit überwältigen und festnehmen. Dem Verdächtigen wurde ein Messer aus der Hüfte gezogen und er wurde am Tatort festgenommen. Er wurde wegen schwerer Körperverletzung angeklagt und in das King County Jail gebracht. Am 25. August 2025 gegen 17:38 Uhr suchte ein Streifenpolizist der Staatspolizei im Bereich der Phoenix Avenue nach zwei Verdächtigen, die vom Polizeidezernat Fort Smith im Zusammenhang mit einer Schießerei aus einem fahrenden Auto gesucht wurden. Während der Streife bemerkte der Polizist einen Motorradfahrer, der einen Parkplatz passierte, und stellte fest, dass die Kleidung des Fahrers mit der Beschreibung eines der Verdächtigen übereinstimmte. Das Motorrad fuhr über die Jenny Lind Road und bog in einen Tankstellenbereich ein. Als der Polizist das Kennzeichen überprüfte, stellte er fest, dass es gefälscht und abgelaufen war. Die Polizei nahm die Verfolgung des Verdächtigen auf und stellte fest, dass der Fahrer versuchte, durch Kreise zu entkommen. Anschließend bog das Motorrad auf die Phoenix Avenue ab und beschleunigte in Richtung Osten. Die Polizei schaltete die Blaulichter und Sirenen ein und meldete den Vorfall über Funk. Der Motorradfahrer schlängelte sich gefährlich durch den Verkehr und beschleunigte auf über 95 Meilen pro Stunde. Nachdem er die Kreuzung Old Greenwood Road passiert hatte, fuhr der Verdächtige in östlicher Richtung auf die westlichen Fahrspuren und fuhr auf entgegenkommende Fahrzeuge zu. He just threw a bag out. 10-4. 10-20. Als der Verdächtige nach einer Weile langsamer wurde, blockierte die Polizei mit einem Manöver vor ihm die Straße. Der Motorradfahrer ließ sein Fahrzeug stehen und begann zu Fuß in Richtung Süden zu fliehen. Der aus dem Polizeifahrzeug ausgestiegene Beamte drückte den Verdächtigen hinter dem Fahrzeug zu Boden. Der Verdächtige kam jedoch der Aufforderung, seine Hände hinter den Rücken zu nehmen, nicht nach. Mit Unterstützung von Trooper Diego, der kurz darauf am Tatort eintraf, wurde der Verdächtige mit Gewalt überwältigt und festgenommen. Der Festgenommene wurde als Robbie Walker identifiziert. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Fahrgestellnummer des Motorrads abgekratzt war und das Kennzeichen nicht zu diesem Fahrzeug gehörte. Das Fahrzeug wurde mit einem Abschleppwagen zum Parkplatz gebracht. Walker wurde ins Sebastian County Jail gebracht und wegen zahlreicher Straftaten angeklagt. Zu den Anklagepunkten gehörten schwere Straftaten, wie das Fahren eines Motorrads ohne Führerschein, das Anbringen eines gefälschten Kennzeichens, das Fahren eines nicht zugelassenen Fahrzeugs, das Fahren eines nicht versicherten Fahrzeugs, das Fahren mit einem entzogenen Führerschein, das Fahren eines Fahrzeugs in einer gefährlichen und zu Verletzungen führenden Weise, das Herbeiführen einer großen Todesgefahr bei der Flucht vor der Polizei und das Ändern der Fahrzeugidentifikationsnummer.
Am 6. September 2025 gegen 16:15 Uhr bemerkte Trooper Belt, der auf der Interstate 49 auf Streife war, dass ein schwarzes Motorrad ohne Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit an ihm vorbeifuhr. Get the fuck out the way. Belt fuhr auf die Autobahn, um sich dem Motorrad zu nähern. Doch als der Fahrer sich umdrehte und ihn bemerkte, geriet die Situation völlig außer Kontrolle. No, 50 road into 9. All units 01063 at 820. Der Fahrer gab plötzlich Vollgas und fuhr über den Mittelstreifen zwischen die Fahrzeuge, wodurch er eine große Gefahr verursachte. Oh, nothing. Copy, right on. Belt meldete den Vorfall per Funk an die Zentrale und gab eine Beschreibung des Motorrads, der Verkehrsdichte und der Wetterbedingungen durch. Trotzdem fuhr der Fahrer mit unglaublicher Geschwindigkeit weiter, schlängelte sich zwischen den Fahrzeugen hindurch und provozierte fast Unfälle. Das Motorrad, das auf der Autobahn immer schneller wurde, verschwand bald aus dem Blickfeld. Continuing northbound, 73 now. From the west lane, drug, Silver, speed, 140. Trooper Belt fuhr weiter in Richtung Norden auf der Interstate 49 und konnte das Motorrad schließlich in der Nähe der Ausfahrt 72 wieder sehen. Der Fahrer verschwand jedoch in der Nähe der Ausfahrt 73. Belt fuhr bis zur Ausfahrt 76 weiter, gab die Verfolgung jedoch offiziell auf, da er keinen Sichtkontakt mehr herstellen konnte. Nachdem der Fahrer an der Ausfahrt 73 geflohen war, wurde die Verfolgung vorübergehend eingestellt. Aber nach 20 Uhr fanden die Polizisten ihn wieder und die Verfolgung mit mehreren Einsatzkräften wurde wieder aufgenommen.
because there was somebody in his office, he did not know. Right. Die Verfolgungsjagd wurde mit hoher Geschwindigkeit fortgesetzt. Der Polizeibeamte war entschlossen, den Motorradfahrer zu fassen. Der vordere Polizeibeamte schaffte es, den Motorradfahrer an den Straßenrand zu drängen. Dabei kam es zu einem kleinen Unfall mit den hinteren Polizeibeamten. Aber sie schafften es, das Motorrad einzuklemmen. Schließlich wurde er gefasst und in Gewahrsam genommen. Am 6. August 2025 bemerkten Streifenpolizisten des Peoria County Sheriff Departments auf dem Harmon Highway ein Motorrad ohne Kennzeichen und wollten den Fahrer anhalten. Der Fahrer ignorierte jedoch die Warnungen der Polizisten und begann zu fliehen. Nach einer minutenlangen Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit stellte sich heraus, dass das Motorrad gestohlen war. Looks like he's trying to take off, but his bike just died at Harmon Highway near Airport. Take a second. Donald Shaw, dem während der Flucht das Glück ausging, erlitt den größten Schaden durch sein eigenes Fahrzeug. Denn das gestohlene Motorrad musste mitten in der Verfolgungsjagd anhalten, weil ihm das Benzin ausging. So wurde Shaw, anstatt sich wie geplant von der Polizei zu entfernen, durch den Verrat seines Fahrzeugs am Straßenrand gefasst. Gegen Donald Shaw, der am Tatort festgenommen wurde, wurden zahlreiche schwere Anklagen erhoben. Der Verdächtige wurde neben dem bestehenden Haftbefehl wegen Flucht vor der Polizei auch wegen Besitzes von Drogenutensilien und Verwendung eines gestohlenen Kraftfahrzeugs festgenommen. Das unglückliche Ende führte gleichzeitig zu einer schnellen Gerechtigkeit. Ein ganz normaler Nachmittag am 15. April 2025 verwandelte sich für Trooper Tree Davis innerhalb kürzester Zeit in einen Actionfilm. Als er auf der Arch Street Pike auf Streife war, sah er eine schwarze Kawasaki ZX 636 mit unglaublicher Geschwindigkeit an ihm vorbeirasen. Das Motorrad entsprach der Beschreibung eines Verdächtigen, der zuvor bei einer Flucht gesucht worden war. Noch bevor er seine Blaulichter einschalten konnte, gab der Fahrer Vollgas und die Verfolgungsjagd begann. Innerhalb weniger Minuten stieg die Geschwindigkeit auf über 100 Meilen pro Stunde. Der Motorradfahrer ignorierte die doppelte gelbe Linie, überholte Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn, fuhr ohne Rücksicht auf die Ampeln über Kreuzungen und versuchte sogar, mit tödlichem Risiko an Schulbussen vorbeizufahren.
Diese rücksichtslose Flucht, sowohl im dichten Straßenverkehr als auch in ruhigen Wohngebieten, gefährdete nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das dutzender unschuldiger Autofahrer. Die Verfolgungsjagd dauerte bis in die Nähe der East End Fire Station an. Der Preis für die hohe Geschwindigkeit war jedoch hoch. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen einen Graben am Straßenrand. Auch nach dem Unfall versuchte der Verdächtige zu fliehen, diesmal zu Fuß. Dank des schnellen Eingreifens von Trooper Davis und seinen Unterstützungsteams konnte Hopkins jedoch hinter einer nahegelegenen Kirche zu Boden geworfen und festgenommen werden. Eine gewöhnliche Verkehrskontrolle, die am 14. März 2024 begann, entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd, die über die Staatsgrenzen hinausging. Trooper Gannon Tiller bemerkte auf der East 9th Street einen Harley-Davidson-Fahrer, der ohne Schutzbrille unterwegs war. Der Fahrer wurde später als James Mark Cannon identifiziert. Während Tiller darauf wartete, dass der Verkehr weiterfloss, änderte Cannon die Richtung und begann unkontrolliert zu flüchten. Sobald die Polizeilichter eingeschaltet wurden, beschleunigte der Fahrer noch weiter. Cannon fuhr mit 75 Meilen pro Stunde auf dem Martin Luther King Jr. Boulevard, wo die Höchstgeschwindigkeit 35 Meilen pro Stunde beträgt, missachtete rote Ampeln, missbrauchte Überholspuren und fuhr in Richtung Texarkana, Texas. Während der Flucht gefährdete er wiederholt andere Verkehrsteilnehmer, indem er Ampeln und Stoppschilder missachtete. Die Verfolgungsjagd dauerte etwa 4 Meilen. Slowing down and Lake Drive. South on Lake Drive.
Schließlich bog Cannon in die Einfahrt seines eigenen Hauses ein und wurde in einer Metallwerkstatt in die Enge getrieben. Trooper Tiller zog seine Waffe und zwang den Verdächtigen, vom Motorrad abzusteigen und sich auf den Boden zu legen. Nach mehreren Warnungen ergab sich Cannon. Der zum Tatort hinzugekommene Polizeibeamte Zach Gilly aus Texarkana nahm Cannon wegen Flucht vor der Festnahme mit einem Kraftfahrzeug in Gewahrsam. Außerdem stellte sich heraus, dass der Verdächtige ein Motorrad ohne Zulassung, Versicherung und Führerschein fuhr. Am Abend des 9. Juli 2020 begann eine Patrouille ruhig, entwickelte sich jedoch innerhalb kurzer Zeit zu einer atemberaubenden Verfolgungsjagd durch die Innenstadt. Die Polizei bemerkte, dass ein grünes Motorrad mit Monster-Logo und ein gelbes Motorrad an derselben Kreuzung ein Stoppschild missachteten. Außerdem fuhr der Fahrer des gelben Motorrads auf der falschen Straßenseite. Als die Blaulichter eingeschaltet wurden, schauten beide Fahrer zurück und begannen schnell zu fliehen. Während der Verfolgungsjagd ignorierten die Fahrer rote Ampeln, fuhren auf den Bürgersteig und gefährdeten andere Fahrzeuge, indem sie auf der falschen Fahrbahn fuhren. Während das grüne Motorrad auf dem Bürgersteig weiterfuhr, bog das gelbe Motorrad in enge Gassen ein und beschleunigte. Als sich die beiden Motorräder trennten, nahm die Polizei die Verfolgung des gelben Motorrads auf. Die Verfolgung führte von der Wright Street zur Experiment Street und von dort in enge Gassen. Schließlich verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad, fuhr in einen Graben auf einem Feld und versuchte mit einer verletzten Bein zu fliehen. Der Polizeibeamte zog seine Waffe, stoppte den Verdächtigen und befahl ihm, sich auf den Boden zu legen. Der Verdächtige ergab sich schwerfällig und wurde festgenommen. Der Fahrer wurde als Anna J. Ventavious Johnson geboren, 2002 identifiziert und in das Spalding County Jail gebracht.